Hallo und herzlich willkommen. Die offizielle A1-Wortliste. Ich weiß, für viele von euch ist das ein echter Albtraum. Aber hey, was wäre, wenn ich dir zeige, wie du diesen riesigen Berg an Wörtern nicht nur irgendwie hochkletterst, sondern ihn regelrecht hacken kannst? Genau das machen wir jetzt zusammen. Wir knacken diesen Code. Also, los geht's. Ja, das A1-Niveau. Das ist so der erste große Schritt, die absolute Grundlage für alles, was danach kommt. Und genau da steht sie dann, diese offizielle Wortliste. Fühlt sich oft an wie so eine riesige, unüberwindbare Mauer, oder? Man steht davor und denkt sich, wow, wie soll ich da jemals drüber kommen? Aber keine Sorge, jede Mauer hat eine Tür. 650 Das ist die offizielle Zahl. 650 Wörter. Man könnte es auch den A1-Wortberg nennen und der Name passt irgendwie. Er wirkt einfach riesig, fast schon unbezwingbar. Und klar, die erste Frage, die sich da jeder stellt, ist doch, ganz genau, wo fängt man da überhaupt an? Soll man sich einfach hinsetzen und stur alphabetisch von ab bis zwischen alles durchpauken? Kleiner Spoiler-Alarm von mir, das ist der absolut sicherste Weg, um frustriert zu sein und am Ende alles wieder zu vergessen. Glaubt mir, es gibt einen viel, viel smarteren Weg, einen strategischen Weg. Okay, es ist also Zeit für einen echten Strategiewechsel. Wir hören auf, einfach nur blind zu lernen. Ab jetzt entwickeln wir einen Plan. Es geht nicht mehr darum, möglichst viele Wörter zu sammeln, wie bei so einem Kartenspiel. Nein, es geht darum, die Prüfung selbst zu verstehen, ihre Struktur und dann die richtigen Wörter ganz gezielt einzusetzen. Und jetzt kommt der entscheidende Trick. Der Gamechanger, der wirklich alles verändert. Und das Beste daran? Der Hinweis kommt direkt von den Leuten, die die Prüfung machen, vom Goethe-Institut selbst. Die verraten uns nämlich quasi in der Anleitung zur Wortliste, dass es nicht nur eine Art von Wortschatz gibt, sondern zwei. Also, pass gut auf, denn das hier ist wirklich der wichtigste Hack von allen. Es gibt also den passiven Wortschatz. Das sind Wörter, die du einfach nur erkennen und verstehen musst, wenn du sie liest oder hörst. Und dann gibt's den aktiven Wortschatz. Das sind die Wörter, die du wirklich selbst benutzen musst, also beim Sprechen und Schreiben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Von den 650 Wörtern musst du nur etwa die Hälfte wirklich aktiv beherrschen. Das musst du dir mal vorstellen. Das halbiert diesen riesigen Berg quasi auf einen Schlag. Okay, konzentrieren wir uns also auf diesen aktiven Teil. Fangen wir mal mit dem Schreiben an. Und hier ist die gute Nachricht. Du brauchst kein riesiges Vokabular. Was du brauchst, ist ein cleveres Gerüst, eine Art Schablone. Ich nenne das gerne das E-Mail-Skelett. Und das funktioniert für fast jede Aufgabe. Ganz ehrlich, das hier sind die am einfachsten verdienten Punkte in der gesamten Prüfung. Die richtige Anrede, der richtige Abschluss, das ist Pflichtprogramm. Lern diese paar Phrasen einfach auswendig und zack, hast du schon die Basis für eine E-Mail, mit der du bestehst. Ganz ohne Stress. Und hier, diesen einen Satz, den schreibst du dir am besten direkt auf. Der ist Gold wert. Ich kann leider nicht kommen, denn ich bin krank. Das ist die perfekte Antwort auf eine der häufigsten Aufgaben überhaupt, einen Termin absagen. Der Satz ist einfach, er ist korrekt und er hat die Schlüsselwörter drin. Leider nicht kommen und krank. Passt fast immer. Sieh das hier mal als deinen persönlichen Werkzeugkasten für den Schreibteil. Mehr brauchst du fast nicht. Ein paar Schlüsselverben, ein paar Gründe. Die kombinierst du einfach mit deinem E-Mail-Skelett von vorhin und schon kannst du Einladungen schreiben, Termine absagen oder um Hilfe bitten. Es geht um wenige Wörter, aber maximale Wirkung. So, nächster Teil, das Hörverstehen. Und hier gilt die Regel Nummer 1 und die ist super wichtig. Versuch bloß nicht, jedes einzelne Wort zu verstehen. Das ist der größte Fehler. Deine Aufgabe ist es vielmehr, wie ein Detektiv zu sein. Du hörst ganz genau hin und filterst nur die entscheidenden Signalwörter, die sogenannten Trigger, aus dem ganzen Gerede heraus. Nehmen wir mal ein klassisches Szenario. Die Ansage am Bahnhof. Da ist immer viel Lärm, undeutliches Geknister. Aber wenn du diese 3 Wörter unterscheiden kannst, Bahnhof, Bahnsteig und Gleis, dann hast du die wichtigste Info oft schon in der Tasche. Denn die Prüfungsfrage wird sich fast immer um einen dieser 3 Orte drehen. Garantiert. Und jetzt kommt der absolute Super-Trigger im Hörverstehen. Das eine Wort, bei dem bei dir alle Alarmglocken schrillen müssen. Verspätung. Sobald du das hörst, kannst du sicher sein. Jede Uhrzeit, die du davor gehört hast, ist jetzt falsch. Vergiss sie.
Ab jetzt musst du nur noch auf die neue Zeit hören. Das ist ganz oft der Schlüssel zur richtigen Antwort. Und das bringt uns direkt zur häufigsten Falle im ganzen Hörverstehen, die Uhrzeit. Pass auf, im Deutschen bedeutet 7:30 nicht 8:30 Uhr, nein, es bedeutet 7:30 Uhr. Merk dir das am besten so: Du bist auf halbem Weg zur 8, also 7:30 Uhr. Diesen Trick lieben die Prüfer, der kommt wirklich ständig vor. Alright, wir wissen jetzt also, worauf wir beim Schreiben und Hören achten müssen. Aber die große Frage bleibt, wie zum Teufel lernt man die Wörter jetzt am besten? Und die Antwort ist einfach, aber genial. Vergiss die alphabetische Liste komplett. Lerne stattdessen in thematischen Gruppen. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, das Thema Familie. All diese Wörter gehören logisch zusammen. Und anstatt jetzt isolierte Fakten zu pauken, lernt dein Gehirn so eine kleine Geschichte, einen Zusammenhang. Das ist so unendlich viel effektiver. Die Wörter ergeben sofort einen Sinn, weil sie miteinander verknüpft sind. Genau dasselbe Prinzip hier beim Thema Essen und Trinken. Wieder eine logische Gruppe. Und du kannst sofort anfangen, damit zu spielen und kleine Sätze zu bilden. Ich esse Brot und Käse. Ich trinke Wasser. Ich habe Hunger. Siehst du, das ist aktives Lernen. So, und das hier ist ein ganz konkreter, umsetzbarer Plan. Nimm dir jeden Tag eine kleine Themengruppe vor. Wirklich nicht mehr als 5 bis 7 neue Wörter. Und dann wendest du sie sofort an. Bilde einen kurzen, einfachen Satz über dich selbst damit. Sowas wie: Ich fahre mit dem Bus. Fertig. Das ist alles. Wir sind jetzt fast am Ende. Und der wichtigste Gedanke, den du wirklich mitnehmen solltest, ist dieser Wechsel der Perspektive. Diese A1-Liste, das ist keine nervige Aufgabe, die man einfach abarbeiten muss. Sie ist vielmehr ein Werkzeugkasten, den du dir nach und nach zusammenstellst. Genau. Das ist der springende Punkt. Die 650-Wörter-Liste ist kein Berg, den du hochklettern musst. Sie ist ein Baukasten, mit dem du arbeitest. Jede einzelne Themengruppe ist ein Werkzeug, mit dem du einen kleinen Teil deiner eigenen Welt auf Deutsch beschreiben kannst. Du sammelst also nicht einfach nur Wörter, du baust dir deine Sprachfähigkeit auf, Stück für Stück. So, und jetzt bist du dran. Du hast die Strategie, du kennst die Tricks. Die Frage ist also nicht mehr: Oh Gott, wo fange ich bloß an? Die Frage ist jetzt: Okay, welche Themengruppe meistere ich heute als erstes? Such dir eine aus, egal welche, und leg einfach los. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei.